Du hast bemerkt, dass du mit wenig Ausdauer oder sehr verkrampft, also auch ohne Flexibilität spielst. Dann gehen wir heute mal einige Punkte durch, damit es bei dir besser wird. Hallo bei Nikolai Kamm Trompetentraining. Es gibt unterschiedlichste Situationen, wie zum Beispiel eine Orchesterprobe, ein solistischer Auftritt, eine Probe mit Pianisten, eine Ensembleprobe. Es gibt so viele Situationen, in denen es immer mal zu der Situation kommen kann, dass du Solo spielst. Soloauftritt natürlich klar. Aber letztendlich geht es darum, dass außenrum natürlich unsere Kollegen sitzen und die bewerten uns natürlich. Sie sagen jetzt nicht, das hast du schlecht gespielt, aber man hat natürlich dieses Empfinden, okay, wenn ich jetzt kiekse und so weiter und so fort. Also diese mentale Abwärtsspirale setzt ein und man verkrampft. Dadurch, dass diese Verkrampfung zustande kommt, sucht man sich natürlich Sicherheiten. Man spannt zum Beispiel die Lippen etwas stärker an, drückt das Mundstück etwas stärker gegen die Lippen, spielt lauter. Also es gibt verschiedene Faktoren und gegen die müssen wir natürlich, sollten wir, wenn wir es verbessern möchten, natürlich privat bei uns zu Hause in Überräumen trainieren, damit es besser wird. Idealerweise sind wir natürlich sehr locker. Das heißt, vom Prinzip her ist es ja ziemlich einfach. Es fließt Luft aus unserem Körper heraus, über unsere Zunge, gegen unsere geschlossenen Lippen und ich halte die Ansatzmuskulatur aufrecht. Und schon kommt ein Ton. So leicht, so schwer, so schwer, so leicht, wie auch immer. Wenn wir unser Mundstück jetzt gegen die Lippen setzen, ist es nichts anderes. Es geht einfach nur darum, dass Luft strömt gegen die Lippen, diese schwingen, verstärkt durch das Mundstück und jetzt natürlich ins Instrument gesteckt und dementsprechend komme ich natürlich auf den Ton. Und wichtig ist schon bei den ersten Tönen, dass du bemerkst, okay, das Mundstück sitzt an der Lippe, aber drückt nicht drauf. Ganz wichtig. Wenn du merkst beim Spielen, dein Hals ist eng, also auch schon beim Atmen, dass du Luft reinziehst gegen einen Widerstand oder auch beim Auspusten gegen einen geschlossenen Hals spielst, das heißt die Stimmlippen sind da etwas zu, dann hast du natürlich einen Widerstand. Das sieht man ganz oft, wenn zum Beispiel ein Trompeter mit hochrotem Kopf neben einem sitzt, ist es meistens ein enger Hals. Beziehungsweise auch, wenn dann die Lippen zu stark angespannt sind, also wenig Luft rausströmen kann, der Druck nimmt zu und dementsprechend entsteht natürlich auch der rote Kopf. Da kannst du auch dagegen arbeiten, eben mit dieser Übung, die ich dir gleich zeige. Und zwar nimmst du dein Mundstück von der Trompete, atmest weich ein. Wichtig hier ist es eigentlich ein Einstaunen. Das heißt, der Kiefer geht runter, der Hals geht auf und wir atmen ein. Weich und flüssig einatmen, nicht schnell reinziehen oder den Hals eng machen, sondern Kiefer runter, und da wirklich locker lassen. Und genauso wie wir jetzt eingeatmet haben, atmen wir jetzt durch unser offenes Mundrohr aus. Das ist weich, das funktioniert gut und das kannst du immer wieder beim Trompetespiel mit einbauen. Du wirst merken, die Luft fließt wesentlich angenehmer rein und raus und dein Trompetenton verbessert sich auch sofort. Wenn du jetzt die ganze Sache auf die Trompete überträgst, also wir sind in der Mittellage, nicht zu tief, nicht zu hoch, denn da sind wieder Verspannungspunkte, die möchte man natürlich wegtrainieren. Also gehen wir von der Mittellage aus, G1 zum Beispiel, und halten den Ton aus. Bist du locker? Gehen wir zum zweiten Ton. Und also in alle möglichen Lagen kannst du das erstmal übertragen. Ich würde immer empfehlen, geh mit den 3 Naturtönen C1, G1 und C2 ans Werk. Noch nicht drüber und noch nicht drunter. Da fühlt sich alles nur etwas verkrampft an, eventuell zu eng oder man verspannt. Erstmal die Mittellage trainieren, das ist wunderbar. Wenn das funktioniert und du merkst, okay, ich kann chromatisch spielen, dann verbindet man natürlich die Sachen. Das heißt zum Beispiel C2, nach unten zum G1, zum C1. Kannst du die Luft fließen lassen, du drückst die Ventile und die Luft macht nicht mehr, überhaupt nicht notwendig. Auch wenn du in die Höhe gehst, wie zum Beispiel die Flexibilität war ja auch Thema, wenn wir verkrampft sind vom Ansatz her, ist Flexibilität kaum möglich. Die Zunge muss mitspielen, aber auch die Lippen müssen weich sein, damit wir eben neue Spannungen drauf geben können, damit wir eben die Frequenzen der höheren Töne auch erreichen. Na, also allein dieses Töne schleudern schon, dass jeder Ton dabei ist ja keine brutale Luft, die wir benutzen, sondern es ist immer nur
Dieser Luftfluss. Ich spanne die Lippen an, die Zunge geht mit nach oben und dementsprechend habe ich natürlich dann auch von C1 bis C3 alle Naturtöne auf dieser Reihe mitspielen können. Das kannst du auf allen möglichen Tönen machen oder auch mit weniger Tönen. Das ist letztendlich immer individuell vom Leistungsstand abhängig. Aber ich empfehle dir immer, achte darauf, dass der Hals offen ist, dass die Luft weich hinein und weich hinausfließt. Wie funktioniert der Ton? Luft strömt aus unserem Körper über unsere Zunge gegen die geschlossenen Lippen. Wir halten die Spannung und dementsprechend entsteht ein Ton. Mit Spannung ist aber nicht gemeint, dass du alles anspannst. Da kommt wenig und wir haben schon wieder das Gefühl, okay, der Hals wird eng und die Lippen sind komplett verspannt. Also immer davon ausgehen, von einer weichen Lippe. Trompete davor. Okay, Luft fließt, Chromatik funktioniert auch wunderbar oder Tonleitern kannst du auch benutzen. Jetzt kommt der Anstoß. Der war breit, jetzt kurz. Hart angestoßen, weich angestoßen, langsam gespielt, schnell gespielt, alles in der Mittellage, damit du immer merkst, es fließt weich nach außen. So kannst du das Thema der Weichheit, der Lockerheit, der Flexibilität starten. Wichtig ist immer, dass du auf dein eigenes Körpergefühl achtest und dass du wirklich genau beim Spielen auch beobachtest, was passiert dir. Ist der Hals offen? Ansonsten mach die Übungen vom Luftpusten. Du kannst auch einen Schlauch oder einen Korken benutzen. Immer wenn du was in den Mund steckst, geht der Kehlkopf automatisch weit auf. Übertrag das Spielgefühl auf die Trompete, starte in der Mittellage, nicht zu tief, nicht zu hoch, baue den Tonraum aus über die Chromatik, nimm die gestoßenen Töne noch dazu, weich und auch etwas härter angestoßen und dann sind wir schon mal einen riesen Schritt nach vorne gegangen in Richtung lockeres, weicheres und flexibleres Trompete spielen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Schreib in die Kommentare, welche Übungen dir einen Schritt weiter geholfen haben, beziehungsweise welche Übungen du machst, um eben diese Weichheit, diese Lockerheit bei dir zu trainieren. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video. Bis dahin, ciao, euer Nico.